Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mal schauen, was heute auf unserem Behandlungstisch liegt. Lasst mich mal gucken, was wir da haben. Hat jemand schon eine Idee? Ja, ich weiß es. Ja, denke ich mir doch. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon, worum es geht. Aber guckt mal hier, sieht das nicht lecker aus? Da macht es doch Spaß mitzuarbeiten. Aber lasst uns gar nicht lange quasseln. Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr ohne viel Schrubben und Einweichen das Teil wieder richtig gut sauber bekommt. Außerdem erkläre ich euch ein bisschen, warum ihr die Leiterplatte reinigen solltet. Und ich zeige euch, wie ihr die Plastikteile und auch die Elektronik vor erneuter Korrosion, Staub und Schmutz schützen könnt. Also viel Spaß in den nächsten 14 Minuten. Euer Dr. 64. Gut, ihr habt jetzt einen ersten Eindruck bekommen, wie das gute Teil so aussieht. Lasst uns jetzt mal alles auseinanderbauen, die Elektronik von den Plastikteilen trennen und dann geht's weiter. Legen wir mal mit der Maus los. Die 2 Schrauben hier habe ich schon mal rausgemacht. Jetzt kann man den Deckel hier oben ganz einfach abnehmen. Ein leichtes Knacken und dann haben wir die 2 Teile in der Hand. Jetzt noch die Leiterplatte rausnehmen und die werde ich später noch reinigen und dann die Plastikteile mal zur Seite legen. Jetzt kommen wir zu unserem Herzstück. Hier die paar Schrauben am Gehäuse erstmal gelöst und dann die Schraube vom noch nicht geöffneten Garantiesiegel befreit. Das gleiche machen wir mit dem Siegel an der Front. Das tun wir auch vorsichtig ausschneiden. Ach ja, mal gucken, was sich hier drunter verbirgt. Ist da eine Speichererweiterung? Nein, leider nicht. Hier beim Öffnen des Gehäuses etwas vorsichtig sein. Die untere Gehäusehälfte etwas in Richtung Tastatur eindrücken, dann löst sich diese Rastnase etwas leichter und bricht nicht ab. Jetzt noch schnell den Stecker von der Tastatur abziehen. Ja, und dann geht es schon los, die Tasten abzuziehen. Hier mit meinem Abziehwerkzeug. Da besteht dann nicht die Gefahr, dass man, wenn man es mit dem Schraubenzieher macht, irgendwelche Teile abbricht. Einfach ansetzen, nach oben abziehen, dann bekommt man Taste und Feder. Das getrennt wieder voneinander aufbewahren, weil die Federn brauchen wir nochmal zum Konservieren. Und die Tasten werden dann eben gereinigt. Turn-Taste hier und auch bei manchen anderen Tasten, wie zum Beispiel die Leertaste noch, ist hier so ein Bügel drin, damit die Taste sich eben gleichmäßig bewegt und nicht irgendwie kippelt. Hier vorsichtig abziehen und dann kann man anschließend auch noch den Bügel rausnehmen. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal mit der Leertaste. Vorsichtig mit den Fingern abziehen nach oben. Dann kann man sie kippen. Erstmal die Federn raus, sieht echt lecker aus hier drunter. Dann noch die Feder raus und dann genauso wie bei der Return-Taste vorsichtig das rausheben. Dann kann man sie rausnehmen. Diesen historischen Staub blase ich jetzt schnell mit der Druckluftflasche ab und dann sieht das Ergebnis so aus. Der grobe Staub ist schon mal weg, den Rest machen wir später. So, widmen wir uns jetzt noch dem Schirmgehäuse hier. Schrauben wir die Schrauben ab und biegen jetzt vorsichtig diese Laschen hier hoch, diese Metalllaschen an allen Positionen. Und dann können wir das Teil vorsichtig nach oben abziehen. Als nächstes schrauben wir dann die Floppy los, ziehen ja erstmal den Stecker ab oder beide Stecker ab. Lösen hier die erste Schraube, brauchen Sie aber nicht ganz rausdrehen. Und den Rest, der ist von unten geschraubt. Dann abnehmen und vorsichtig mit einem Schraubenzieher das hochheben und hier die Rastnase beiseite drücken und dann lässt sich die Leiterplatte relativ leicht daraus lösen aus dem Plastikgehäuse. So, jetzt haben wir alle Plastikteile separat. Das Netzteil hatte ich vorher schon mal gemacht. Hier bitte aufpassen, da sind geladene Kondensatoren drauf. Bitte nur öffnen, wenn ihr elektrisch versiert seid.
Ihr habt es nicht geglaubt? Doch, ich mache es wirklich. Wir tun das Teil in die Spülmaschine. Aber warum in die Spülmaschine? Naja, ganz einfach. Weil es funktioniert und es wird schön sauber. Und man hat natürlich viel weniger Arbeit. Aber warum eigentlich die Leiterplatte reinigen? Naja, die Leiterplatte kann korrodieren mit der Zeit. Durch Umwelteinflüsse, durch Feuchtigkeit und auch Elektromigration ist ein Thema. Ein Materialtransport durch allmähliche und fortwährende Bewegung von Ionen in einem festen Leiter, der durch elektrischen Strom verursacht wird. Danke Wikipedia. Migration hinterlässt also eine leitende Verbindung zwischen Bauteilen und Leiterplattenbahnen. Stärkt wird dieser Effekt durch Staub und Schmutz und Lötmittelablagerung, also weg damit. Nun noch einen ganz normalen handelsüblichen Spültab rein. Ich stelle hier die Maschine auf 55 Grad. Das ist ein Eco-Programm, ein Energiesparprogramm. Da ist das Wasser nicht so heiß. So, und das ist das Ergebnis nach dem Spülvorgang. Schaut und genießt. Es gibt übrigens verschiedene Möglichkeiten, die Leiterplatte wieder trocken zu kriegen. Entweder ihr macht es so wie ich, einen Tag warten und ab und zu mit Druckluftspray abpusten. Ihr nehmt den Föhn zur Hilfe, aber hier bitte aufpassen, nicht zu heiß werden lassen. Wir wollen die Bauteile nicht zusätzlich stressen. Dritte Möglichkeit, der Backofen. Ich würde sagen vielleicht 40 Grad bei 2 Stunden ungefähr. Oder ihr spült das Ganze mit reichlich Isopropanol ab, aber Vorsicht, erhöhte Brandgefahr. Erinnert ihr euch, wie dreckig die Maus war? Und das ist das Ergebnis nach 2 Stunden ohne lästiges Schoben. Porentief rein. Die Maus reinige ich auf altherkömmliche Weise mit etwas Leiterplattenreiniger. Hier ein bisschen Isopropanol, dann etwas mit der Zahnbürste schrubben. Und hier ein bisschen Isopropanol auf ein Mikrofasertuch, um innen die Rädchen zu reinigen. Ebenfalls ein bisschen Alkohol für die Ablagerung an dem Mauskabel. Auch den Mausball mit etwas Alkohol einsprühen und mit einem Mikrofasertuch reinigen, damit er wieder schön griffig wird und die Maus gut läuft. So, jetzt das Ganze wieder zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge. Schrauben rein, zuschrauben und hey, das Teil ist wie neu und funktioniert einwandfrei. Dann widmen wir uns jetzt noch den Tasten. Die sind zwar nicht mehr ganz so schön, aber bleichen war nicht nötig. Jetzt das Ganze mit Druckluftspray abpusten, damit die letzten Wassertropfen verdrängt werden. Schön abrubbeln. Fertig. Dann nehmen wir uns erstmal die Tastatur vor. Erstmal mit einem trockenen Pinsel den groben Staub nochmal runterpinseln und schön sauber machen. Das Ganze schön mit Alkohol wieder einsprühen, also Isopropanol. Zwischendurch mal den Pinsel reinigen, am besten auch mit Isopropanol einsprühen. Und jetzt den Rest schön abstreifen. Um den Kunststoff etwas zu schützen, benutze ich hier Kunststoffpflege, ganz einfach aus dem Autozubehör. Das Ganze wieder schön mit einem sauberen Pinsel verteilen. Um das EMV-Schild etwas zu schützen vor Korrosion, benutze ich hier WD-40, sprühe da den Lappen etwas ein und trage das ganz dünn auf das Metallteil auf. Die Federn der Tastatur sprühe ich jetzt hier nochmal mit Druckluftspray ab, damit der restliche Staub verschwindet. Dann ein bisschen auseinanderfieseln, ein Tuch reinlegen und dann das Ganze wieder einfüllen, um es dann gleich mit WD-40 schön einzusprühen. Jetzt das Ganze ein bisschen schütteln, damit es sich gut verteilt und dann war es das auch schon.
Um das Wasser noch besser unter den Bauteilen und unter den Chips zu verdrängen, puste ich es hier nochmal mit Druckluftspray ab. Als Korrosionsschutz tragen wir jetzt hier auch auf die Leiterplatte WD-40 auf und tun das Ganze dann schön mit einem sauberen Pinsel verteilen. Das machen wir natürlich auch auf der Vorderseite. Also schön aufsprühen, verteilen mit einem Pinsel. So ist die Leiterplatte hoffentlich für die nächsten paar Jahre vor Korrosion geschützt. Die Kontakte vom Erweiterungsslot und auch die Steckerkontakte reinige ich jetzt nochmal mit einem Mikrofasertuch und etwas Alkohol. Ich hasse Puzzeln. Aber leider bleibt uns hier nichts anderes übrig. Also Federn wieder draufsetzen, Tasten raussuchen und los geht die Sisyphus-Arbeit. Keine Angst, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit zusehen. Ich kürze das Ganze etwas ab. Wie schon gerade eben benutze ich auch bei der Tastatur etwas Kunststoffpflege. Das versiegelt etwas die Oberfläche und hindert Schmutz schneller einzudringen. Hier auf der Front natürlich auch, allerdings nutze ich hier einen Lappen, um das Ganze etwas dünner aufzutragen, dann kann es schneller einziehen. So, jetzt noch die Floppy. Hier ein paar Schrauben aufdrehen. Um den Schreiblesekopf von grobem Schmutz zu reinigen, nutzen wir am besten ein kleines Wattestäbchen mit etwas Alkohol. Hier noch die Oberseite, weil es ja hier zwei Schreibleseköpfe gibt. Und dann schmiere ich das Ganze noch ein bisschen mit Silikonfett ein. Alle beweglichen Teile etwas mit Silikonfett eingeschmiert. Hier erstmal den Dreck runter. Man sieht schon, alles voller Staub. Jetzt wieder ein bisschen Silikonfett aufgetragen. Das verteilt sich dann von alleine, wenn man die Floppy mal benutzt. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig mit dem Video. Ob unser gutes Stück jetzt noch läuft, zeige ich euch in einem meiner nächsten Videos. Aber hey, ja, es funktioniert. Es gab ein paar Startschwierigkeiten, die zeige ich euch aber in einem separaten Video, weil das würde den Rahmen hier sprengen. Die sind aber dem Alter geschuldet und nicht dem Waschgang in der Spülmaschine. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar da. Ansonsten sehe ich euch hoffentlich bald wieder, euer Dr. 64.